this time I return. Protect my energy from your bad aura. Now my pastor say I be my healer, everything I desire. I go receive. Herzlich willkommen in Südafrika. Aufregende Städte, wilde Tiere und atemberaubende Landschaften erwarten uns bei unserem Roadtrip. Es geht 1200 Kilometer unter anderem entlang der spektakulären Garden Route. Dabei sind einige spannende Orte, die wir uns nicht entgehen lassen. Bevor wir losfahren, entdecken wir aber erstmal Kapstadt. Welcome to Cape Town. Im Großraum von Kapstadt leben mehr als 4 Millionen Menschen. Hinzu kommen jedes Jahr aber 10 Millionen Touristen. 3 davon sind Benny, Max und ich. Mein Name ist Valentin. Man nennt mich auch Sarazar. Die zweitgrößte Metropole Südafrikas wird auch Mother City genannt. Eine aufregende Stadt voller Kontraste, vor allem zwischen Armut und Reichtum. Das wird uns in den Townships noch bewusst werden. Das Wahrzeichen von Kapstadt ist der Tafelberg. Von hier oben hat man einen super Blick über die gesamte Stadt. Hinten sieht man auch Lion Set und Signal Hill. Da hängen wir uns gleich an den Gleitschirm. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me show you something. Max, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast dich schon so vielen Höhenängsten gestellt. Hast du immer noch Panik? Es hilft. Also bei den extremen Sachen, die wir gemacht haben, ist das hier entspannter. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich. Über dem Meer gleich und über Kapstadt mit dem Tafelberg im Rücken, das kann ja nicht besser werden. Ich bin der Erste, der fliegen wird, mit meinem Kumpanen Freaky. This is gonna be awesome, Freaky, yeah? It's gonna be absolutely brilliant. We are gonna love this. That made me crazy. That made me crazy. Does that make me crazy? Possibly. Whoa! Whoa! Ey, mir fehlen die Worte. Der gute Freaky hat mindestens 16.000 Flüge schon gemacht. Also da kann man sich sicher sein, auch wenn man jetzt hier gerade über die Stadt fliegt, dass man nicht abstürzt. Ich kann das nur empfehlen. Einfach geil. I think you're crazy. Ohoi! Wow! Wow! Oh mein Gott! Yeah! Oh! Oh! Alter! Alter, geil! Das ist der beste Part! Das war die erste krasse Aktion auf unseren Reisen, die ich von Anfang bis Ende genossen habe. Ich fand es einfach nur geil. Und das vor der Kulisse mit den Bergen und dieser felsigen Küste. Ab 72 € gibt es hier Tickets, kann ich nur empfehlen. Kapstadt wurde im 17. Jahrhundert von den Niederländern gegründet. Die haben im Jahr 1666 auch das Castle of Good Hope gebaut. Mehr als Hoffnung hat das älteste Bauwerk Südafrikas allerdings nicht gebracht. 1806 haben die Briten die Kapkolonie erobert. Im Zentrum lernt man jede Menge über die Geschichte des Landes. Hier vor der Stadthalle hat Nelson Mandela 1990 seine bekannte Rede über Gleichberechtigung gehalten, nach 27 Jahren Haft. Auf die Kolonialisten folgte Jahrzehnte später die rassistische Apartheid-Regierung. Nelson Mandela kämpfte gegen die Unterdrückung der Farbigen und kam dafür ins Gefängnis. Nur wenige Jahre nach seiner Entlassung wurde er 1994 der erste schwarze Präsident des Landes und setzte der Apartheid endgültig ein Ende. Wie heftig der Rassismus hier früher war, erzählt unter anderem die Geschichte vom District 6. Hier haben früher vor allem freigelassene Sklaven, Arbeiter und Immigranten gelebt, bis die Regierung in den 1960er Jahren entschieden hat, das Viertel gewaltsam räumen zu lassen, um neue Häuser für Weiße zu bauen. Die bunten Häuser im Viertel Bukab sind ein echter Foto-Hotspot. Hier leben 6000 Personen, 90% davon sind muslimisch.
Das hängt mit ihren Vorfahren zusammen, den sogenannten Kapmalaien. Zur Kolonialzeit waren das muslimische Arbeiter aus Südostasien. Sieht mega cool aus und zeigt, was für ein Schmelztiegel der Kulturen Kapstadt ist. Wird mir nicht zu bunt hier. Das Hafenviertel Victoria und Alfred Waterfront wurde nach der englischen Königin und ihrem Sohn Alfred benannt. Und hier gibt es eine schöne Promenade, luxuriöse Hotels und schicke Restaurants. Kapstadt hat auch ein verrücktes Nachtleben. Vor allem auf der Long Street ist abends einiges los. Und wenn der Strom mal wieder ausfällt, helfen sich die Leute mit Generatoren weiter. The Waiting Room ist ein ganz cooler Club, hat nicht viel mit Warten zu tun, ist eine coole Hip-Hop-Party. Preise sind mehr als fair, Bier gibt es für unter 2 Euro. Davon haben wir jetzt ein paar getrunken. Ich bin echt müde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kapstadt hat viele schöne Ecken. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt allerdings nicht in schicken Vierteln, sondern in sogenannten Townships. Die Stadtteile wurden damals gegründet, um die Rassen zu trennen, was bis heute Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Das Township Langa gehört zu den ältesten Südafrikas und wurde 1927 bewusst als Stadtteil für Schwarze angelegt. Heute leben hier mehr als 60.000 Menschen. Auch Nati kommt aus dem Ort und bietet Touren an. Mit den Einnahmen werden lokale Projekte unterstützt. First one is an after-school program where children get to learn about maths, science, robotics. Then we have a dance program that we support, a soccer team that I actually started. Hey, hey, for abantwana bami, hey, hey, ningalibalisanda sami, usekalaini kwami, noba imeke njani, hey. Die liebe Justin, der hier wohnt, zeigt uns gerade mal seine Behausung. Er hat hier alles drin, ein Bett, ein Fernseher, einen Kühlschrank und noch vieles mehr. Er lebt hier allerdings mit seiner Frau und seinem Kind. Das ist natürlich mega beengt in dem kleinen Raum und er wartet momentan darauf, dass ein Haus gebaut wird von der Regierung. Dauert allerdings ewig. So other people were put in this big building. It used to be a beer hall, but now it's a temporary placement. There are 22 rooms in here, each room shared by 3 families temporarily. But it's almost 18 years now, and 18 years is not temporary. You make the best out of the situation. Nati zeigt uns jede Menge Orte in Langa. Die Community versucht sich hier gegenseitig zu helfen. Besonders klar wird das im Waisenhaus, in dem fast alle Frauen ehrenamtlich arbeiten. Some of the parents ended up saying, you know what, I actually cannot raise a child. Keep this child or keep these children. Hence now they sleep here, they live here. Okay. Wir sind jetzt hier in der Bar von Mama Nomase und ich habe hier ein riesiges Bier bekommen. Das ist gebraut mit 2%, hauptsächlich aus Mais und so. Und ich werde das jetzt mal probieren. Ist gut. Schmeckt ein bisschen süß. Thank you very much. I have a lot to drink. In Langa wohnen nicht alle in Containern oder Wellblechhütten. Viele leben auch in Häusern. Die schickeren Gebäude sind sogar von Bewohnern, die relativ gut verdienen und trotzdem in Langa bleiben. Nati nennt die Ecke Beverly Hills. Die Menschen hier gelten als Vorbilder. People are working in good jobs. I mean, look at the kind of cars people are driving, and it improves the neighborhood as well.
I was actually one of those children, and I lived 15 years of my life in a 3-bedroom home that was originally shared by 8 men. I always had someone to talk to, someone to play with, and for me that was the best time of my life. Wir verlassen Kapstadt und beginnen unseren Roadtrip durch Südafrika. Zunächst wollen wir die Kap-Halbinsel Richtung Muizenberg umfahren. Die Tage darauf geht es durch die Weinlandschaft bei Stellenbosch und zum Haitauchen in der Nähe von Hermanus, bevor uns Safaris und die Garden Route erwarten. Der Chapman's Peak Drive ist eine 9 Kilometer lange Straße, die als eine der schönsten Autorouten der Welt gilt. Und es gibt hier jede Menge Haltebuchten, die alle einen Hammer-Ausblick liefern. Wir mussten jetzt 3 Euro Maut bezahlen für die Strecke und mit dem Linksverkehr kommen wir bisher auch ganz gut klar. Straußen gibt es hier nicht nur auf Straußenfarmen, die rennen ja auch auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung am Strand entlang und picken sich hier gemütlich irgendwas zu essen raus. Und überhaupt wunderschöner Spot mit dem Blick zum Meer und dazu die Tiere, schon was Besonderes. Das Kap der Guten Hoffnung ist berüchtigt. Unzählige Seefahrer wollten hier Afrika in Richtung Indien umfahren und sind in schlimme Stürme geraten. Allein in der Tafelbucht hat man schon Wracks von über 300 Segelschiffen gefunden. Schon imposant diese Wellen und Klippen hier und auch der südwestlichste Punkt des afrikanischen Kontinents und natürlich auch ein historischer Ort. Also auf jeden Fall cool, mal hier zu sein. Allerdings kommen auch ziemlich viele Touristen, die werden teilweise mit Bussen angekarrt und der Eintrittspreis ist auch nicht von schlechten Eltern. 20 Euro pro Person, um den Aussichtspunkt hier genießen zu können. Da steht einfach ein Pinguin vorm Auto und wir wollen nur auf den Parkplatz. Die lassen uns nicht rein. Das sind Brillenpinguine, die letzte Pinguinart, die man in Afrika in der freien Natur noch begutachten kann. Und die sehen schon süß aus, wie die da so trottelig hier durch den Sand laufen. Im Wasser sind die aber blitzschnell unterwegs. Das ist das erste Mal, dass ich eine Pinguinkolonie sehe. Kostet 10 Euro und die sind wirklich süß. Ich würde am liebsten einen mitnehmen. Der 32 Kilometer Sandstrand vom Muizenberg ist ein Paradies für Wellenreiter und Kitesurfer. Gibt hier sogar Rettungsschwimmer, die zeigen an der Tafel an, ob Haie im Wasser sind. Zum Surfen ist es jetzt allerdings ein bisschen spät geworden, deshalb schauen wir uns mal im Städtchen um. Wahrzeichen vom Muizenberg sind die bunten Strandhäuser, die kann man sogar mieten. Leider sind viele der Hütten mittlerweile kaputt. Passend zur Küstenstadt sind wir in einem netten Fischrestaurant gelandet. Wir haben Fisch natürlich, Muscheln, diese kleinen Baby-Oktopusse, die haben mich sehr überzeugt. Und wir lassen hier den Abend ausklingen und morgen geht's weiter. Stellenbosch ist nur knapp 45 Minuten von Muizenberg entfernt. Die grüne Landschaft gehört zu den bekanntesten Weinanbaugebieten Südafrikas. Der Ort hat fast 20.000 Einwohner und ist wegen der vielen alten Gebäude genauso idyllisch wie das Umland. Nicht nur die Stadt ist wunderschön, sondern auch die Universität. Guckt euch dieses schöne Gebäude an. Da würde ich mich am liebsten wieder einschreiben. Wir
Wir machen eine Weinprobe in einem Weingut um die Ecke und hier kann man für 3 € 6 Weine probieren. Ist komplett umsonst, wenn man eine Flasche kauft, also kann man echt nicht sagen bei den Preisen. Das ist ein Chardonnay, soll sehr leicht sein. Ich teste den mal. Genau das Richtige für das warme Wetter, würde ich sagen. Ich habe überhaupt keinen Plan von dem Wein. Deswegen einfach mal Prost. Ain't nobody just like this. I gotta be me, baby, hit or miss. Sitting here all by myself, trying to be everybody else. Uns zieht es wieder an die Küste. Wir fahren circa 1,5 Stunden nach Hermanus. Hey, I gotta be me. Zwischen Juni und November kann man in der Ecke von Hermanus und Gansbaai Glattwale sehen. Und gerade eben hat tatsächlich einer aus dem Wasser geguckt, zumindest ganz kurz. Er ist dann direkt wieder abgetaucht. Trotzdem cooles Erlebnis. Und in freier Wildbahn gibt es hier auch Klippschliefer, so kleine süße Nager, die an der wunderschönen Küste rumhängen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit Haien schwimmen werde, aber vielleicht ist es gleich soweit. Wir 3 werden ins Wasser gelassen. Die Haie werden nicht gefüttert, sondern nur angelockt und mit etwas Glück sehen wir gleich Raubfische. Boah, ist kalt. Oh, das ist übel kalt. Alter. Ich hab schon Salzwasser geschluckt. Oh, wow, das war so nah, Alter. War hammergeil, eine ganz neue Erfahrung. Einmal ist ein Hai so nah in den Käfig gekommen, dass er uns fast die Finger abgebissen hat. Das war wirklich krass. Das sind übrigens Kopperhaie, die wir gesehen haben. Es gibt in der Region auch Weißhaie. Die wurden jedoch von Orcas hauptsächlich vertrieben im Jahr 2017. Deswegen sieht man die nur noch vereinzelt. Einmal Haitauchen gibt es ab 110 € pro Person. An Bord ist auch Meeresbiologin Alina, die uns einiges über die Tiere erklärt. Haie sind ungefährlicher als man denkt und mittlerweile vom Aussterben bedroht. Sie ist der Meinung, dass man die Tiere durch die Touren besser kennenlernt. People, when they think of sharks, it's mostly all about the jaws and the white sharks and how dangerous they are, and people also think that they are aggressive, which they're not, they're just being wild animals. And this actually changes a lot of opinions, and instead of the fear, the respect and sometimes even love. Auf dem Rückweg wankt das Boot ordentlich in den Wellen und einige müssen mit der Seekrankheit kämpfen. Wieder festen Boden unter den Füßen reisen wir noch über 3 Stunden zum Gondwana-Reservat. Früh am Morgen auf der Suche nach den Tieren Afrikas. Es gibt hier Nashörner, Löwen, Antilopen, Leoparden, Elefanten und noch vieles mehr. Mal sehen, was wir heute zu sehen bekommen. Das Gondwana Game Reserve wird privat geführt und ist 11.000 Hektar groß. Damit Massentourismus vermieden wird, gibt es Touren nur für Hotelgäste. Ein Bungalow kostet jedoch mindestens 500 € die Nacht. John betreut die Anlage und zeigt uns das Gebiet. White rhinos are territorial animals, so they go to the toilet in the same place time and time again to mark their territory. This was a female. What the male does is he'll spread the dung out with his feet to spread the scent. But this is a female, and if you look inside, there's nothing but grass. All they eat, nothing but grass. These young rhinos' mothers were poached on another reserve when they were very young. So they're survivors of poaching. And we were lucky enough to bring them onto Gondwana. Now they're safe, but they're very close to each other. And it's unusual for males to be such good friends, but they experience trauma.
and that's why they're always close together. Das Reservat wird 24 Stunden bewacht, weil es leider immer noch Leute gibt, die die Elefanten und Nashörner töten, um an deren Hörner zu kommen. Teilweise werden die dann nach China verkauft, um da irgendwelche Potenzmittel draus zu machen, was natürlich völliger Quatsch ist. Hinter mir ist eine Herde Gnus, auch ganz tolle Tiere, und wir haben eben erfahren, dass es eine Tierart, die super an Afrika angepasst ist. Gibt es fast auf dem ganzen Kontinent und auch eine der wenigen Arten, die nicht vom Aussterben bedroht sind. So this is a millipede. We call them shongololos. They don't bite, they don't eat meat, they are herbivorous. They eat rotting plant material. Da vorne sind Giraffen, die haben wir jetzt auch noch gefunden. Auf einmal gucken so ein paar lange Hälse aus den Büschen raus, mega cool. Zulu man now got some big things. Been around the world, that's a big thing. Impangeni boys or 35 gang. Passport full, that's a big stamp. Diese privat geführten Reservate, wie Gondwana auch eins ist, stehen öfters mal in der Kritik, weil die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, ganz unterschiedlich sein können. Bei allem, was wir hier heute gesehen haben und auch vorher recherchieren konnten, müssen wir aber sagen, den Tieren geht es hier sehr gut. Man fasst sie nicht an, man füttert sie nicht und der Tierarzt kommt auch nur in absoluten Notfällen. Das heißt, die Tiere und die Natur werden so gut es geht sich selber überlassen und man greift nicht ein. Wir verabschieden uns von John und reisen nur eine halbe Stunde weiter nach Mossel Bay. In der Küstenstadt wollen wir in einem Zug schlafen. Direkt am Strand steht der Santos Express. Das ist ein alter Nachtzug, der zum Hostel umfunktioniert wurde. Ein bisschen eng, aber dafür hat man echtes Zugfeeling. Und hier gibt es auch größere Suiten. Wir haben jetzt hier ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad. Das kostet 14 € pro Nacht. Und generell muss man sagen, sind die Preise in Südafrika ungefähr 1/3 bis zur Hälfte günstiger als in Deutschland. Über eine Stunde vom Mossel Bay entfernt liegt Neisner, wo wir einen Zwischenstopp einlegen wollen. Danach möchten wir zu einer Robbenkolonie in der Nähe von Plettenberg und zur Bluekranz Bridge, jeweils 30 Minuten Fahrzeit. Wir wandern hier gerade noch auf dieser Landzunge zu den Robben hin. Gibt hier 3 verschiedene Wanderrouten zwischen 2 und 9 Kilometer und wir haben jetzt die mittlere gewählt. Da unten ist doch die Robbe Williams. Du fliegst gleich da runter, wenn du weiter so schlechte Witze machst. Mehr als von oben kann man die Robben nur bei einer Bootstour betrachten. Der Wanderweg ist seine 3 € Eintritt aber auf jeden Fall wert. Unser nächster Halt ist die höchste Brücke Afrikas, die Bluekranz Bridge. 216 Meter geht es da runter, für einige auch mit dem Bungee-Seil. Da wir sowas schon öfter gemacht haben, lassen wir den Sprung aus und fahren 30 Minuten weiter zum Tsitsikamma Park. Hier wollen wir am nächsten Tag die ursprüngliche Natur entdecken. Die Hängebrücken führen zu kleineren Strandabschnitten abseits des Wanderweges. Außerdem kann man hier auch mit dem Kajak durchs Gewässer fahren, muss auch echt Spaß machen. Und einige haben hier sogar Delfine gesehen. Uiuiui, das wackelt aber hier. Der Tsitsikamma Park ist einer der letzten Urwälder in Südafrika und in der Sprache der Ureinwohner bedeutet der Name da, wo viel Wasser ist. Und das ist auch richtig, denn wir befinden uns hier zum einen an der Küste und zum anderen an der Mündung des Storms River.
Im Park gibt es auch jede Menge Tiere, wie zum Beispiel Buschweine, verschiedene Vogelarten und auch jede Menge Insekten. Seit 2000 wurden mindestens 33 neue Arten im Tsitsikamma entdeckt. Als einer der schönsten Wanderwege überhaupt gilt der sogenannte Otter Trail. Der geht durch den Park und dauert 5 Tage. Wir laufen ein kleines Teilstück der traumhaften Strecke. Es ist wirklich sehr schön hier und unglaublich vielseitig. Ich kann mir auch vorstellen, den Otter Trail mal komplett zu laufen. Aber für 5 Tage ist das, glaube ich, eine Reise für sich. Wir genießen noch die schönen Ausblicke und treten dann den Rückweg an. Der Eintritt in den Tsitsikamma kostet übrigens 14 €. Das nächste Ziel ist 3 Stunden weit weg. Wir wollen zum Addo Nationalpark, wo wir hoffentlich wilde Elefanten sehen. Auch wenn man wahrscheinlich nicht so schnell Tiere findet wie mit dem Profi im Reservat, hat das irgendwie seinen ganz eigenen Charme, den Park auf eigene Faust zu erkunden. Der Eintritt liegt auch nur bei 20 € pro Person. Man kann sich auch einen Ranger dazu buchen, der einem dann noch vieles erklärt. Aber wir versuchen heute unser Glück alleine. Also rechts geht's zum Main Camp, links zum Gora Loop. Dann fahren wir da jetzt mal hin, da ist noch eine Wasserstelle. Geil, guck mal, der Vogel. Bei unserer Suche nach Elefanten treffen wir auch auf Desiree und Ralf aus Deutschland. Der Addo Nationalpark ist wirklich super spannend. Also wir haben so viele Tiere schon gesehen, hauptsächlich Elefanten, die natürlich mega häufig hier sind und mega viel Spaß haben. Da ist einer, da vorne links. Bei unserer letzten Safari haben wir keine Elefanten gefunden. Umso cooler, dass hier jetzt direkt eine ganze Herde ist. Einfach majestätisch. Was ein fetter Elefantenbulle. Die afrikanischen Elefanten finde ich noch viel, viel krasser als die thailändischen. Die Wildtiere haben hier im Addo Nationalpark Vorfahrt. 2 Meter neben mir gönnt sich einfach mal ein afrikanischer Elefantensnack. Lass die schmecken, meine Liebe, hä? Im Park gibt es diverse Aussichtspunkte mit Parkplätzen davor und das sind auch die einzigen Orte, wo man aussteigen darf und das auch nur auf eigene Gefahr. Gibt hier überall Warnhinweise, denn hier treiben sich natürlich hungrige Löwen rum. Wir sehen unzählige Tiere und sind begeistert von der Vielfalt Südafrikas. Der eine Affe hat sogar ein Baby vorne dran hängen, wie süß. Hier am Parkplatz ist ein riesiger Termitenhaufen, haben wir gerade eben schon welche von gesehen. Und es ist echt verblüffend, wie diese kleinen Viecher so ein fettes Gebilde bauen können. Da würde ich gerne mal reinschauen. Was für ein Finale für unseren Roadtrip im Addo Elephant Park. Wir haben jede Menge Tiere gesehen und Highlight war natürlich die Elefantenherde. Aber überhaupt war das wieder eine unglaubliche Reise. Tolle Landschaften, nette Leute und jede Menge Action. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Abenteuer. Falls euch unser Film gefallen hat, dann haut den Daumen nach oben und lasst gerne einen Kommentar da. Weitere Videos findet ihr hier bei WDR Reisen oder in der ARD Mediathek.